dich von manchen Situationen überfordert. Du hast Probleme und du weißt nicht, wie du nur umgehen sollst. Manchmal ist es einfach nur hart oder schwer und anstrengend und du weißt nicht, wie du herumkommst. Und am Ende ist es oft so, dass wir dann aufhören, es zu probieren oder uns irgendwie zurückziehen oder einfach irgendetwas anderes machen, nur um uns abzulenken. In diesem Video wirst du erfahren oder werde ich dir Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie du es erst gar nicht so weit kommen lässt. Ich werde dir etwas mitgeben, was du für dich sofort anwenden kannst, damit du mit ein bisschen mehr Leichtigkeit durchs Leben gehst, damit du, sagen wir mal, mehr lösungsorientiert denkst und einfach mehr Möglichkeiten in der Hand hast. Denk mal an eine Situation, die für dich ein Problem darstellt. Ich gebe dir 1-2 Sekunden Zeit. Nimm das Erste, was hochkommt, ist meistens das Richtige. Und wenn du dieses Problem hast, dann lade ich dich ein, jetzt da voll reinzugehen. Wenn du magst, schließ kurz deine Augen, wenn du gerade nicht am Steuer sitzt, und geh in diese Situation rein. Sei mittendrin und erlebe es so mit allem drum und dran. Und dann schau mal, wie sich's anfühlt. Vermutlich fühlst du dich jetzt nicht irgendwie ermächtigt. Du fühlst dich wahrscheinlich auch nicht motiviert. In den meisten Fällen zieht sich dann alles zusammen. Wir fühlen uns irgendwie so stuck und wir wollen da gar nichts mehr mit zu tun haben. Genau. Jetzt gib derselben Situation, während du da drinnen bleibst, den Namen Herausforderung. Und du wirst merken, es ändert sich bereits was. Weil alleine dadurch, dass du jetzt dem einen anderen Namen gegeben hast, wirkt es anders. Es fühlt sich anders an. Fühl mal rein, was ist jetzt anders? Vermutlich fühlst du dich jetzt ein bisschen freier. Du fühlst dich jetzt irgendwie so, ich kann was draus lernen. Ich kann was draus machen, dran wachsen und so weiter. Und das war nur ein ganz kleines Wort. Jetzt stell dir mal vor, während ich zu dir sage, hey, das wird ein Riesenproblem werden und es wird absolut schwer und es ist einfach nur hart, das Ganze umzusetzen. Vielleicht schaffen wir es auch gar nicht und es wird einfach nur schlimm. Und was, wenn ich das Gleiche sage auf eine andere Art und sage, es wird auf keinen Fall leicht. Es ist eine riesen Herausforderung und an den meisten Stellen kann es sein, dass es nicht so easy von der Hand geht und am Ende, dass wir vielleicht es nicht schaffen werden, aber daraus lernen. Wie fühlt sich das Erste an? Wie fühlt sich das Zweite an? Und dann schau mal, wie stark es dich motiviert. Achte darauf, welchen Namen du den Dingen gibst. Sie machen dich fühlend. Und die Übung für dich jetzt zu Hause ist, schreibe eine Liste von allen Dingen, die du normalerweise immer negativ ausdrückst. Problem. Was kann ich statt Problem sagen, damit es sich anders anfühlt, damit ich mehr Freiheit habe, wenn ich da reingehe? Es ist eine Möglichkeit oder es ist eine Herausforderung. Dann, was noch? Zum Beispiel, es ist schwer. Es ist nicht leicht. Fühlt sich ganz anders an. Und so weiter und so fort. Und die Übung für dich zu Hause wird sein, schreibe eine ganze Liste von all diesen Dingen, die du normalerweise sagst, die gewisse Gefühle evozieren. Und dann schau mal, wenn du die alle umgeändert hast, so dass sie sich anders anfühlen, dass schönere Bilder dabei entstehen, aber das Gleiche bedeutet, und diese Wörter dann übst und nur noch diese benutzt in Zukunft, wie sich für dich alles ändern kann. Weil am Ende hat man mal herausgefunden, eines der Dinge, die Menschen unterscheidet, die sehr erfolgreich sind von Menschen, die weniger erfolgreich sind, ist die Sprache. Sehr erfolgreiche Menschen sprechen von Herausforderungen, während andere von Problemen sprechen. Und während sie von Problemen sprechen, anfangen diese zu vermeiden. Und wenn wir Dinge vermeiden, bleiben wir stehen und wir nutzen die Chancen nicht, die uns das Leben bietet, um über uns hinaus zu wachsen, um unsere Grenzen zu erweitern und zu lernen. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Übung und bis zum nächsten Mal. Ciao.